Mein Name ist Franz Schürmann. Ich arbeite bei der Syngenta in der Schweiz, in Basel, und bin in einer Abteilung, die sich PMAC nennt, als Abkürzung für Projekt, Portfolio, Programm Management Excellence. Meine Rolle in diesem Team ist Portfolio Analyst und Reporting Manager. Syngenta als Nummer 1 in Crop Protection und Nummer 3 in Seeds ist tätig in 90 Ländern. Wir sind verantwortlich für die Definition und die Weiterentwicklung für alle Prozesse in der Forschung und Entwicklung. Die Besonderheiten im Agrobusiness sind, wir haben sehr komplexe, zum Teil zumindest sehr komplexe Projekte, bis zu 700 Aktivitäten, mehrere Ressourcen und das in einem stark regulierten Umfeld, in dem wir dauernd nach neuen Vorschriften unsere Planungen anpassen müssen. Wir haben verschiedene Dimensionen, die wir berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel strategische Ziele, Märkte, die Indikationen, also das heißt Anwendungsbereich, Pflanze, Geografie, Klima und etliches mehr. Das macht das Ganze so komplex, dass wir ein sehr flexibles Tool benötigen, aber auch ein starkes, ein leistungsfähiges Tool, das das alles bewältigen kann. Wir haben pro Jahr 2500 Projekte, jedes Jahr mit einem Spend von ungefähr 1,3 Milliarden $. Wir haben uns für Planisware entschieden, weil es eben ein sehr flexibles, modulares System ist, das nach internationalen Richtlinien arbeitet, was bei uns ein absolutes Muss ist. Wir haben uns auch entschieden, dass wir ein System brauchen, das mit der Maturität von unseren Prozessen und unserem Tun mitwächst oder mitwachsen kann, und das ist Planisware. Wir haben 2008 das erste System basierend auf Planisware ausgerollt, mit sehr vielen Usern zu dieser Zeit bereits. Ich glaube, wir hatten schon mehr als 1000 Benutzer. Ein paar Jahre später war Planisware bereits strategischer Partner von Syngenta, und wir haben ab dieser Zeit mehrere Implementierungen gemacht in verschiedenen Funktionen, also nicht nur in Forschung und Entwicklung. Und ja, Planisware wird sicher strategischer Partner bleiben. Das geht mehrheitlich in die Richtung, was ich vorher gesagt habe. Durch die Komplexität, die wir haben, mit Zehntausenden von Tasks und Tausenden von Projekten, mit so viel Spend, müssen wir ein System haben, das jederzeit fähig ist, uns die Transparenz zu geben über alle unsere Projekte, muss aber gleichzeitig dem Projektmanager die Möglichkeit bieten, ein Projekt zu planen, wie er das sich gewöhnt ist zu planen, ohne dass er in ein anderes Tool muss zum Planen und dann übertragen. Und das ist das, was Planisware eben auch für uns tut. Als erstes der modulare Aufbau, dass wir eben nicht alles benutzen müssen, sondern wir können genau die Module aktivieren und benutzen, die wir auch für unsere Zwecke in einem bestimmten System haben müssen. Dann als zweites die Breakdown Structures. Das heißt, sie sind von der hierarchischen Konfiguration her extrem flexibel, extrem brauchbar für uns, und sie können miteinander
kommunizieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Da muss ich nicht mal schätzen. Strategischer Partner wird es sicher bleiben, Planisware. Zudem sind zurzeit bereits mehrere weitere Implementierungen in Arbeit und mehrere auch noch geplant. Das heißt, wir werden sicher Kunde bleiben für längere Zeit und wir werden eigentlich über längere Zeit noch zumindest weitere Implementierungen auf Planisware-Basis implementieren. Ein Grund davon ist, dass wir diese Systeme vernetzen möchten und das ist am einfachsten, wenn man die gleiche Technologie verwendet.